Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute das letzte Mal, soweit ich weiß, zumindest vorerst, mit einem normalen Programmieren lernen Video. Das heißt, wo wir wirklich was Neues lernen. Nächstes Mal oder ab nächstes Mal wollen wir uns noch mit Clean Code, das heißt, wie man schönen Code schreibt, der auch gut gewartet werden kann, beschäftigen. Und dann geht es so richtig in die Softwareentwicklung auch rein. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Ja, was wir jetzt noch machen wollen, sind List Comprehensions. List Comprehensions machen es euch möglich, dass ihr neue Listen erzeugt, und zwar super schnell und sehr einfach auch. Okay, wir haben jetzt einfach mal hier, das ist tatsächlich das beste Beispiel, was ich irgendwie mir überlegen konnte. Und ja, wir nehmen jetzt hier einfach mal Grad Celsius, und weil es bei mir so unglaublich furchtbar warm ist, nehmen wir hier 40, 41, 42 und von mir aus noch was Realistischeres, wie zum Beispiel 30 Grad. Das fühlt sich aber an wie 50, aber ist egal. So, und natürlich sind für meine Videos auch der Ventilator aus, das heißt, ja, es ist hier echt verdammt warm, aber egal. Fahrenheit ist gleich. So, und jetzt wollen wir natürlich, wir könnten natürlich hier Map anwenden, aber wer sagt uns, dass wir diese Liste selbst kreiert haben? Die könnte natürlich auch irgendwie eingelesen worden sein von irgendeinem Thermometer oder sowas und automatisch an uns dran übertragen worden sein. Und wir wollen natürlich jetzt hier nicht irgendwie eine Vorschleife benutzen, weil das ist so viel Code. Klar, kann man machen. Wir wollen auch nicht Map benutzen, könnte man auch machen. Aber wir wollen jetzt hier das letzte Feature, was wir eben noch nicht kennen, benutzen. Wir wollen das Ganze über List Comprehensions machen. Als Übung würde ich euch bitte empfehlen, dass ihr das Ganze hier mal mit Map macht und mit einer normalen Vorschleife. Ich glaube, das ist dann auch tatsächlich eine gute Übung. So, was wir machen wollen ist, also ich weiß nicht sicher, ob diese Berechnung wirklich korrekt ist für Fahrenheit. Das war aber die ich als erstes gefunden habe. Und zwar 9/5. Das Ganze wollen wir als ja, mal x rechnen. Was x ist, kommen wir gleich dazu. Und dann plus 32. Ich glaube, das ist die richtige Vorschrift. So, dann setzen wir das Ganze noch in Klammern, damit man hier nicht durcheinander kommt. Und dann sagen wir jetzt, ja, was zur Hölle ist denn x? Wo kommt x jetzt auf einmal her? For x in Celsius. Bam. Und fertig sind wir. Das bedeutet, wir haben uns gerade eine neue Liste geschrieben mit einer Vorschleife, aber die Vorschleife hat hier tatsächlich schon direkt die neue Liste kreiert. Und das ist irgendwie echt geil. Wir haben also gesagt, wir definieren uns die neuen Elemente als 9 durch 5 mal das alte Element plus 32, wobei dieses Element in Celsius ist. So, und jetzt kann man tatsächlich noch vollkommen verrücktere Sachen machen. Wir können auch zum Beispiel einfach sagen, das hat jetzt nichts mehr mit Grad Celsius oder sowas zu tun. Wir addieren hinten drauf einfach noch vielleicht ein y mal x von mir aus. Und dann sagen wir for y in Range 20. Und was jetzt dabei rauskommt ist, wir haben hier einmal ein x und wir haben ein y. Das heißt, es wird hier automatisch durch beides durchgegangen. Das bedeutet aber, wir haben sehr viele Optionen. Wir haben jetzt hier nämlich 4 Optionen für jedes x und wir haben 20 Optionen für jedes y. Das heißt, wir haben hier nicht insgesamt 24 Optionen, nein, wir haben 80 Optionen. Nämlich 4 für jedes x und dann nochmal zusätzlich 20 davon für jedes y, das heißt insgesamt für jedes x haben wir 20 Optionen, also 4 mal 20, also 80 Optionen hier, und das heißt unsere Liste wird 80 lang, also passt da auf, wie viele Fors ihr hier tatsächlich benutzt, aber so kann man sich natürlich sehr schnell sehr große Elemente generieren. Klar, ich kann natürlich hier jetzt auch irgendwas mit irgendwelchen witzigen Tupeln machen. Ich kann mir eine Liste in einer Liste generieren. Ich kann extrem viel mit diesen nicht Generatoren, aber mit diesen List Comprehensions machen. Und Generatoren kann ich genauso hier verwenden. Das heißt, ich kann hier auch sagen, for y in Primzahlen. Erinnert euch, nee, halt, stopp, nicht in Primzahlen haben wir nicht benutzt. Habe ich überlegt, ob ich die machen soll, aber wir haben dann Fibonacci gemacht. Wir nennen es einfach mal Fib. Das heißt, hier wird jetzt tatsächlich für jedes x und jedes y in den Fibonacci bzw. in Celsius gemacht. Und Achtung, bei diesem Fib hier seid ihr ein bisschen aufgeschmissen, denn dieses Fib, was wir geschrieben haben, wird niemals terminieren. Das heißt, es läuft unendlich weiter. Das heißt, eure Liste hier wird auch wirklich unendlich groß. Das heißt, Vorsicht mit solchen Generatoren. In dem Fall sollte euer Generator irgendwann zu einem Ende kommen. Das heißt, While True Generatoren sind hier sehr gefährlich. Ihr müsst dann auch wirklich sowas haben wie ein
fertiges, also ein endgültiges Return zum Beispiel. Wenn eure Zahl größer als 20 ist, dann wird terminiert. Könnt ihr jederzeit machen natürlich, einfach ein normales Return benutzen statt einem Yield und dann habt ihr da auch einen Generator, der mit eurer List Comprehension arbeitet. Und das ist wirklich sehr, sehr spaßig, weil man hier natürlich jetzt auch noch mehr machen kann. Ich kann jetzt hier nicht nur sagen for x in Celsius, sondern ich kann zum Beispiel auch sagen, okay, ich nehme jetzt mal nur die, sonst haben wir nicht genug Platz. Ich kann hier auch noch ifs hinten dran hängen. Das sind wieder diese Guards, die wir schon kennen aus dem Pattern Matching. Das heißt, ich kann hier auch sagen, if x kleiner als 20. Und dann füge ich natürlich nur die Zahlen hinzu. Ups, jetzt habe ich natürlich kein x mehr. Machen wir alles mit y. Wenn y kleiner als 20 ist. Das heißt, ich habe hier wirklich irgendwie eine komische Berechnungsvorschrift für alle Fibonacci-Zahlen bis hin zur 20. Fibonacci-Zahl, aber nur falls y kleiner als 20 ist. Zum Beispiel macht jetzt in dem Fall absolut keinen Sinn, aber funktioniert auch wunderbar. Und ja, mit den Dingern kann ich natürlich extrem aufwendige Sachen machen. Und ich kann die auch absolut kombinieren, natürlich alle. Und ja, damit kann man wirklich sehr viel machen, auch in sehr, sehr kurzer Zeit und mit sehr wenig Code. Gut, das ist es tatsächlich jetzt von meiner Seite erstmal. Falls ihr noch Fragen oder Videowünsche oder sonst irgendwas habt, dann schreibt mir bitte entweder Kommentar, E-Mail, Facebook, Twitter, Forum, was haben wir noch alles? Wir haben sehr, sehr viele Kommunikationsmöglichkeiten mittlerweile. Das heißt, ihr habt auch wahrscheinlich irgendeinen davon schon entdeckt. Okay. Und ja, das war's. Wir hören uns beim nächsten Mal. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlen würdet und wenn ihr irgendwelchen anderen Leuten noch Programmieren beibringt, eben ihnen meine Videos zum Beispiel zeigt oder sowas. Und ansonsten schaut mal im Forum vorbei, da sind auch super viele skillbesessene Leute, also wirklich, wirklich fähige Leute. Teilweise bin ich echt überwältigt, was die alle können. Und schaut im Discord vorbei oder sonst irgendwie. Und ja, wir hören uns dann wieder beim Clean Code. Bis dann. Ciao.